Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung unserer Taschenmesser Böker Bifold aus Solinger Fertigung. Das sind mal wieder Messer, die mich wirklich zu 100% abholen. No-Nonsense-Messer, wenig Technik, unverwüstlich, kaum spürbare Fertigungstoleranzen, bezahlbar, heimische Fertigung, so richtig mein Zeug. Wir kommen zu den Messern nochmal später. Was ich kurz beleuchten möchte, ist, wie ist es zur Produktion dieser Messer gekommen? Und wir werfen einen kleinen Blick in die Geschichte der Messer mit gebogenen Stahlblechgriffen. Da steht ganz am Anfang 1867 das Mercator-Messer. Das wurde damals gefertigt von der Messer- und Klingenschmiede Indiawerk Heinrich Kaufmann und Söhne in Solingen. Schade, ich habe hier nicht das richtige Muster erwischt. Da gibt es auch immer noch welche. Da ist die Katze als Fertigung, als Markensymbol drauf. Umgeben von 2K. Das stand eben für Kaufmann Katze Königsstraße. Das war deren Markenzeichen. Es ist auch bekannt als das Kaiser-Wilhelm-Messer, weil es in beiden Weltkriegen den deutschen Soldaten als Taschenmesser gedient hat, obwohl es nie offiziell beschafft worden war. Das ist eine Überraschung für mich gewesen. Sowohl die kaiserliche Armee als auch die Wehrmacht hatte kein offizielles allgemeines Taschenmesser, mit Ausnahme der Wehrmacht eines Feldkabelbaumessers. Das ist dieses Messer. Es wird heute noch produziert von der Firma Otter in Solingen. Die haben die Rechte am Mercator-Messer. Mercator steht natürlich lateinisch, der Kaufmann, für den alten Familiennamen. Dann gibt es 1896 das Higon Okami. Es sieht sehr viel gröber, älter und rustikaler aus als das Mercator-Messer. Also das war für mich eine Überraschung, dass sie tatsächlich jünger sind. Die gibt es seit der Mai-Restauration. Da wurde das ganze gesellschaftliche System in Japan umgekrempelt. Die altständische Feudalsystem wurde abgeschafft, das Shogunat und die Samurai wurden entmachtet. Und dazu gehörte auch 1896 das Heito-Edikt, nachdem die Samurai in der Öffentlichkeit keine Schwerter mehr führen durften. Und damit ist natürlich ein ganzer Markt zusammengebrochen. Und was haben die Schwertschmiede gemacht? Die haben sich eben auf diese Higon Okamis verlegt, die noch in den 60er Jahren in den Federmäppchen der japanischen Schüler waren zum Bleistifte anspitzen. Dann kommt ein Messer, was ich sehr mag. 1929 wird produziert von Connier, ist das Duk-Duk von Connier in Thiers. War gemacht für den melanesischen Markt. Das ist so eine kleine Inselgruppe irgendwo im Pazifik. Ist da nie ein Erfolg geworden, wurde dann aber in Nordafrika sehr populär. Es wird auch Opinel de l'Afrique genannt. Aus diesem Grund muss wohl sehr beliebt gewesen sein bei der Front de Libération Nationale im Algerienkrieg, die der Legende nach oder wie auch immer, die eben Waffen draus gemacht haben, indem sie mit dem Hammer diese kleinen Blechnasen hier zusammengeschlagen haben und so die Klinge fixiert haben. Kleines Intermezzo im Zweiten Weltkrieg, da gab es japanische Feld- und ich nehme an Fluchtmesser, weil sie so klein sind, dass man sie vielleicht bei einer Gefangennahme verstecken konnte, im Stiefel oder an ähnlichem Ort. 2 Varianten. Eine mit Dosenöffner, nach Vorbild des amerikanischen P-38. Fun Fact, der P-38 hat eine eigene Fanpage, finde ich ganz bemerkenswert, für einen Dosenöffner. Und eine Variante mit 3 verschiedenen Klingen. Wir bauen beide nach als Replikas in unserer Produktlinie History Knife and Tool. So, und jetzt kommt was Besonderes, eine kleine Überraschung. Und das ist das Hunting and Fishing Knife der George Schrade Company in Bridgeport, Connecticut. Und diese George Schrade Company hat von 1956 an H. Böker & Company in den USA gehört. Und so ist eben dieses Messer noch 2 Jahre lang unter der Flagge von Böker produziert worden. Und es gibt tatsächlich ein Messer, zumindest ein Messer mit Böker-Klinge, ist noch belegt in dem Buch Böker, feine Messer im Zeichen des Baumes von Punchard und Ray, dass diese Messer auch noch teilweise eben mit von Böker hergestellten Klingen produziert und verkauft wurden. Gut, dann gibt es einen großen Sprung bis 2020, als wir das Böker Plus Atlas Messer in den Markt eingeführt haben. Ist eingeschlagen wie eine Bombe, zieht richtig den Karren, ist ein Messer
für jeden und jede, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Das Messer ist schon viel besprochen worden, ist eben top verarbeitet. Nur wir dachten, aufgrund des großen Erfolges, es wäre ganz schön, sowas auch nochmal aus Solinger Fertigung zu haben. Und unser Ziel war, ein preiswertes Solinger Messer auf den Markt zu bringen, in einer ausgewachsenen, noch universelleren Größe, mit einem namhaften Designer, Lucas Burnley. Wir hatten einen bestimmten Zielpreis, den konnten wir mit 1.4116, das ist ja gute alte Chrom-Molybdänstahl, der für die Küchenmesser üblicherweise verwendet wird. Von dem halte ich sehr viel, aber wir sind trotzdem bei einem zu hohen Preis mit diesem Stahl rausgekommen, weil es so ist, dass die Stähle bei asiatischer Fertigung, bei Fremdfertigung, einen sehr großen Einfluss auf den Verkaufspreis haben. In Solingen ist es aber so, hier also am deutschen Standort, da gibt es einen hohen Bruttolohnkeil, da gibt es alle möglichen anderen Gebühren und Auflagen, die man erfüllen muss. Das Produzieren ist halt sehr viel teurer hier und immer wenn wir an so einer Preisschwelle stehen, dann treten wir die Flucht nach vorn an und sagen, wir machen das Messer lieber 20 € teurer und packen dafür den besten Stahl rein, den man im Moment verarbeiten kann und das ist nach einer verbreiteten Meinung im Moment der Magna Cut, was wirklich ein exzellenter Stahl ist. Die Zukunft von Magna Cut, die ist immer noch nicht ganz gesichert, da ist wohl Bewegung drin, trotzdem im Zweifel macht euch keine Sorgen, die Entwicklung mit Stählen wird weitergehen und auch der Hype um andere Stähle wird sich irgendwo anders hin verschieben und Magna Cut ist ein exzellenter Stahl, aber nicht der einzig gute Stahl. Aber wir verarbeiten ihn, solange er verfügbar ist. Gucken wir uns mal die Details des Messers an. Es ist eben ein Stück gebogenes Stahlblech, hat einen links-rechts umsetzbaren Clip zur Tipp-Up-Trageweise, ein Lanyard-Hole, Lanyard-Langloch für den Fangriemen eben entsprechend, Lock-Back-Verriegelung, ja, exzellent verarbeitet. Basis ist das Kihon-Design von Lucas Burnley. Wir haben zwei unterschiedliche Varianten. Einmal die Einhand-Variante, die ist natürlich immer Pflicht, auch international. Und die 42A-konforme Variante mit Nagelhau, die mir in diesem speziellen Fall sogar noch besser gefällt. Erstens, sie hält sich eben, das Profil des Messers bleibt eben wirklich flach dadurch, dieses minimalistische. Und das Zweite ist, es hält sich eben an die historischen Vorbilder, die natürlich im 19. Jahrhundert auch einen Nagelhau hatten und keinen Daumenheber. Ja, ultra flach, unverwüstlich, Stahlblechgriff, einteilig. Ich bin ja immer ein Low-Tech-Fan. 4 Nieten, Schrauben können sich losen. Die Achse ist über eine Schraube gelöst, dadurch wäre so eine Klinge auch zur Not austauschbar oder das Messer zerlegbar zum Reinigen. Wie gesagt, No-Nonsense-Messer, guter Preis, alles Feature, was mich abholt. Und vielleicht ist so ein bisschen rübergekommen, ich mag die Blechgriffmesser sowieso sehr gern. So, da das jetzt hier der Natur der Sache nach eher wieder ein Tischfummler-Video war, versuchen wir einfach mal ein bisschen Action reinzubringen, indem wir ein paar random Schneidtests machen. So, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Baton. Das macht man ja immer, das ist so ein Standard. Vielleicht, wir zeigen erstmal Auslieferungsschärfe. Wie ist es vorher und was ist damit passiert während der Schnitttests? Das benutzen wir jetzt immer wieder faszinierend, finde ich. Das benutzen wir ja für die zerstörungsfreien Schnitttests beim Handabziehen. Das erfordert wirklich ein scharfes Messer. Und der Auslieferungszustand ist scharf, wie wir sehen. Ein bisschen mehr, was man kennt, mal als Vergleichstest und was man zu Hause nachstellen kann. Der Papierschnitt, obwohl das halt immer wirklich eine sehr miese Sache ist. Papier- und Kartonschnitt ist immer das Mieseste. Ist eben nicht zerstörungsfrei, die Schneide leidet. Aber ein Magna Cut kann das ab eine Weile. Also wir kommen zum Baton. Das ist ja auch bekannt, man löst die Verriegelung, damit, wie der Ingenieur sagen würde, hier die Struktur nicht belastet ist. Ob es einen Unterschied macht, keine Ahnung. Ich habe das selber nie langzeitmäßig verglichen und ausprobiert, aber zumindest klingt es plausibel. Schauen wir mal. Da tanzen die Messer auf den Tisch. Kriegt natürlich der Griff ein bisschen ab. Okay, das hat es schon mal gemacht. Papier haben wir gemacht. Machen wir mal ein bisschen Karton. Wie gesagt, Karton auch eine ganz miese Sache. So, das war es wieder im Groben. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ihr kennt eure Aufgaben. Teilen, liken,
kommentieren, falls noch nicht geschehen, abonnieren. Seid nett zu euren Messern, bleibt neugierig und habt eine gute Zeit.